Anlässlich des 22. Geburtstags von Piranha Bytes Klassiker Gothic 1 erfolgt nun nach Gothic 2 auch die Ankündigung für einen Port des ersten Teils für die Nintendo Switch. Alles, was dazu bekannt ist, jetzt in den Zocker Lounge News. Man hat es ja schon gemutmaßt, dass Alchemia Interactive neben dem großen Remake zu Gothic 1 und einer vermeintlichen Version vom Ur-Gothic 2 auch an einem Port vom Ur-Gothic 1 für die Nintendo Switch sitzen könnte. So veröffentlichte man an Silvester bereits einen Twitter-Post, auf dem ein Bild einer vermeintlichen lauffähigen Version von Gothic 2 zu sehen war und bestätigte die Existenz des Ports mehr oder weniger, kurz darauf nochmals im World of Gothic Forum. Nun gab es auf dem offiziellen Twitter-Kanal zur Gothic-Serie einen erneuten Post, der uns diesmal eine Ingame-Szene aus Gothic 1 zu präsentieren scheint. Das ist insofern spannend, da hier ganz klar das Layout der Nintendo Switch zu erkennen ist, welches sich wohl stark am neulich erfolgten Risen-Port zu orientieren scheint. So wurde das HUD überarbeitet und für eine Controllersteuerung umgebaut. Über das Steuerkreuz werdet ihr 4 Items, analog zu Risen, auf die Schnellauswahl legen können. Zudem scheint es so, dass ihr im Gegensatz zum Original 2 Waffen gleichzeitig ausrüsten könnt. Auch ein komplett neues Inventar wurde für den Port gebastelt, was natürlich die Frage aufwirft, was da wohl noch alles geändert wurde. Grafisch scheint sich nämlich wenig bis nichts getan zu haben. Wenn man dem offiziellen Forum lauscht, beschäftigt die Community vor allem, ob man die unzähligen Mods nutzen können wird, die das Spiel über all die Jahre am Leben gehalten haben. Wenn man davon ausgeht, dass das rund erneuerte Remake zu Gothic 1 erst 2024 auf uns zusteuert, könnten die Ports der beiden alten Spiele für die Switch durchaus einen positiven Werbeeffekt haben und die Marke im Gespräch und in Medien halten. Allerdings sollte man sich dann auch sicher sein, das Gothic abliefern zu können, welches dann auch wirklich einen Mehrwert zu Teil 1 darstellt, sonst erzielt man unter Umständen nämlich genau den gegenteiligen Effekt. Ich bleib natürlich für euch dran, also gerne Abo dalassen, damit ich euch auf dem Laufenden halten kann, sobald mehr Details bekannt werden.